Eine Achterbahn verlässt die Strecke und springt über einen Abgrund zur nächsten Schiene. Eigentlich kennt man das nur aus Computerspielen und YouTube-Thumbnails. Doch jetzt baut Universal gleich 2 solcher Achterbahnen und lässt das Unvorstellbare Realität werden. In diesem Coaster Talk Video erfährst du alles, was du über den neuen Boom Coaster wissen musst. Doch zunächst einmal die Frage: Wieso möchte Universal in ihren Freizeitparks Achterbahnen bauen, die von einer zur nächsten Schiene springen können? Seit 2021 eröffnete Universal in diversen seiner Parks mit Super Nintendo World eine Art Themenpark innerhalb der Universal Parks. Der erste Themenbereich dieser Parks bildet das Super Mario Land. Dieses wird vor allem für seine innovative Hauptattraktion gelobt. Mario Kart Bowser's Challenge kombiniert erstmals einen klassischen Dark Ride mit dynamischen Augmented Reality Elementen. Nach nur gerade einmal 3 Jahren erweiterte Universal die Super Nintendo World um einen neuen Themenbereich mit dem Namen Donkey Kong Country. Wie es der Name erahnen lässt, tauchen Gäste in diesem Bereich in die Welt des Super Mario-Antagonisten Donkey Kong ein. Wie bereits im Super Mario Land setzt Universal auch bei Donkey Kong Country auf eine Weltneuheit als Hauptattraktion. Hierfür haben die kreativen Köpfe bei Universal eigens ein neues Achterbahnsystem entwickelt und dieses patentieren lassen. Der sogenannte Boom Coaster ist eine Achterbahn, welche in der Lage ist, zwischen Achterbahnschienen hin und her zu springen. Die Inspiration für diese Achterbahn holt sich Universal aus den gleichnamigen Donkey Kong Videospielen. In diesen steuert der Spieler Donkey Kong in einem Minecart und muss von einem Schienenabschnitt zum nächsten springen, um Hindernissen auszuweichen. Doch wie genau funktioniert der Boom Coaster und wie wird sichergestellt, dass es dabei zu keinen tragischen Unfällen kommt? Das neue Ride-System ist ebenso raffiniert wie simpel. Wir haben für dich das Patent vereinfacht visualisiert und erklären dir, wie dieses Ride-System funktioniert. Das Achterbahnsystem besteht aus einem Achterbahnwagen, der Platz für bis zu 4 Fahrgäste bietet. Dieser Wagen ist dem Minecart aus den Monkey Mines aus Donkey Kong Country nachempfunden. Der Achterbahnwagen, in dem die Gäste sitzen, fährt auf einer speziellen Schiene, welche im Patent Simulated Ride Surface genannt wird. Das Spezielle an dieser simulierten Fahrbahn ist, dass der Wagen diese verlassen kann, um zwischen 2 solcher Fahrflächen hin und her zu springen. Unterhalb dieser Fahrfläche verläuft die tatsächliche Schiene der Achterbahn. An dieser Schiene fährt auch das echte Fahrgestell der Achterbahn. Dieses Fahrgestell, auch Buggy genannt, umschließt diese Schiene unterhalb der Fahrfläche mit insgesamt 24 Rädern. Das Fahrgestell der Achterbahn ist seitlich über eine Auslegerstange mit dem Achterbahnwagen verbunden. Daher stammt auch der englische Name für diesen Achterbahntyp, der Boom Coaster. Durch diese raffinierte Kombination einer simulierten Fahrschiene und einer versteckten tatsächlichen Schiene ist es möglich, mit vorsichtig platzierten Hügeln den Eindruck zu erwecken, dass der Achterbahnwagen tatsächlich von der Schiene abhebt. Während der Fahrt wird das Blickfeld des Fahrgasts mit Hilfe der Gestaltung des Wagens und Hindernissen auf der Strecke geschickt so geführt, dass der Fahrgast immer nur die simulierte Fahrfläche der Achterbahn sieht und nicht die eigentliche Schiene, welche immer im Verborgenen bleibt. Durch diese geschickte Manipulation der Wahrnehmung entsteht eine vollumfängliche Immersion, welche dem Gehirn des Fahrgasts vorgaukelt, tatsächlich die Strecke zu verlassen und von einem Schienenstück zum nächsten zu springen. Und das, obwohl das tatsächliche Fahrgestell der Achterbahn die echte Schiene hinter den Kulissen natürlich zu keinem Zeitpunkt verlässt. Und somit lässt sich auch gleich die Frage klären, ob ein solcher Boom Coaster überhaupt sicher ist. Da das tatsächliche Fahrgestell permanent an die echte Schiene gebunden ist und es sich bei der Anlage um einen geschlossenen Kreislauf handelt, ist auch der Boom Coaster mindestens genauso sicher wie jede andere Achterbahn auch. Das Hin- und Herspringen zwischen den simulierten Fahroberflächen beeinträchtigt die generelle Sicherheit des Fahrgeschäfts zu keinem Zeitpunkt. Und auch wenn es gefährlich aussehen mag, kannst du bedenkenlos einsteigen und die Fahrt genießen. Diese neuartige Anlage wird übrigens vom Achterbahnhersteller Setpoint hergestellt, welcher bereits Jahre zuvor die Testanlage auf dem Firmengelände bis ins kleinste Detail getestet hat. Die Firma Setpoint hat übrigens bereits in der Vergangenheit Universal beliefert und zum Beispiel die Achterbahn Canopy Flyer im Universal Studio Singapur entwickelt. Und wer etwas genauer hinschaut, kann zwischen den beiden Wagensystemen vom Swing Thing und dem Boom Coaster diverse Parallelen entdecken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, denk doch über ein Coaster Talk Abo nach. Ich bin der Greenie für Coaster Talk und hier sind weitere Inhalte von uns.